Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich auf die neue Designvariante der Konsole eingehen und möchte dies hier in diesem Beispiel zeigen. Dazu habe ich hier bereits ein paar Profile in meine Ansicht erzeugt, um einfach hier Details zu erzeugen, um das danach besser darstellen zu können. Ich wechsle hier auf die Option nur aktive Ansicht darstellen und gehe hier in mein erstes Detail. Ich sehe hier einfach diese zwei Profile, wo ich hier mein Detail geschnitten habe und starte jetzt meine Funktion. Als erstes wird immer das Profil, welches angeschlossen wird, und danach an welches Profil angeschlossen werden soll. Danach habe ich den Luftspalt und kann auf die Geometrie wechseln. Als erstes habe ich die Möglichkeit, hier die Konsole unten oder oben einzubauen und kann hier bei der Platte 1, was man hier auch an den Bildern sieht, die Abmessungen definieren. Unter Halbzeuge habe ich wie gewohnt die Möglichkeit, meine Schrauben, Dimensionen und Zusammenstellungen auszuwählen. Danach gehe ich auf den Bohrungsraster und habe hier die Optionen, dies zu definieren. Ich möchte hier im ersten Schritt die Distanz abgreifen und vom ersten Profil das Wurzelmaß übernehmen. Danach wechsle ich zum zweiten Profil und möchte auch hier ein Wurzelmaß übernehmen, welches ich hier wieder abgreife. So, ich habe hier meine Werte definiert und könnte hier auch noch die Anzahl der Schrauben sowie auch die Schweißnähte definieren. Mit OK baue ich hier diese Konsole ein. Ich sehe hier, dass ich diese Konsole eingebaut habe und aktualisiere hier wie gewohnt mein Detail. Um es besser darzustellen, möchte ich hier mein Detail ändern, damit ich hier dies größer darstellen kann. So, ich wechsle hier in meine Ansicht, um das besser darstellen zu können. Das heißt, ich habe hier bereits meine erste Konsole definiert mit der Anzahl der Schrauben und der Verbindungen. Im zweiten Schritt möchte ich hier auf mein Detail 2 gehen, wo ich hier dies in einer anderen Situation einbauen möchte. Ich starte wiederum meine Konsole und möchte hier dieses Profil aber jetzt an die Betonplatte einbauen. Ändere wieder meine Werte, wo ich hier definieren kann. Das heißt, ich möchte hier auch wiederum jetzt meine Platte möchte ich oben auf 0 haben und möchte sie wiederum unten eingebaut haben. Unter Halbzeuge kann ich wieder wie gewohnt die Werte einstellen und mit OK kann ich hier diese Konsole auch wiederum einbauen. Wie gewohnt kann ich natürlich hier auch die Definitionen des Bohrungsrasters jederzeit ändern. Ich möchte hier zum Beispiel nur 2 Schrauben haben und möchte hier in diesem Fall nicht wie eingebaut eine Schraube, sondern einen Dübel haben. Ändere dies und die Variante wird mir sofort aktualisiert. Ich habe natürlich noch vergessen, die Größe des Bleches zu ändern, was ich wiederum relativ einfach über die Variante steuern kann. So einfach kann ich hier diese Konsolen editieren und einstellen. Dies könnte ich natürlich hier auch wiederum in der Ansicht machen und die Platte kleiner machen. Dies ändert sich natürlich in jeder Ansicht wie gewohnt. Und so habe ich hier dieses Profil und diese Konsole editiert.